Hey, 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 I greet you, my dear sim racing fans. Thanks for watching my channel. You have now the opportunity to enable in the options the English subtitles, because my English is very crap. And in this case I switch now back to my main language, German, and do what you want, but you don't have to miss it when you want to be fast. Okay, meine lieben Freunde, ich danke euch fürs Reinschauen. Ja, das ist alles jetzt Freestyle hier, das ist nicht gerade meine Welt, hier viel in die Kamera zu quatschen. Eigentlich mache ich immer eher Videos mit Effekten, kleine Intros oder auch mal Hotlaps. Und in dem Sinne, heute ein sehr wichtiges Thema, ich denke das allerwichtigste Thema in Simracing überhaupt, schnell zu sein, schneller zu werden und zu den Besten der Welt zu gehören. Ich zeige euch mal hier was, ich aktiviere mal das Bild, Playlist, jawohl. Hier seht ihr schon ein paar Hotlaps in meiner Playlist. Ich will jetzt nicht sagen, das sind die allerbesten Zeiten der Welt, mit Sicherheit nicht. Aber es ist schon in der Weltklassezeit drin. Und hättest du mir das jetzt vor einem guten Jahr gesagt, dass ich irgendwann mal in der Lage sein werde, diese Zeiten zu schaffen, hätte ich dich ausgelacht, hätte ich gesagt, ja, da werde ich nie hinkommen. Aber das ist nicht wahr. Wenn ich das schaffe, ohne jetzt meine Leistung runterzureden, wenn ich das schaffe, dann schaffst du das auch. Ich werde dir heute zeigen, wie das funktioniert. Wenn du es genauso umsetzt, wie ich es dir sage, dann wirst auch du das früher oder später schaffen. Ich habe mit Weltklasse-Fahrern gesprochen, wie Mike Froome, unseren französischen Kollegen. Sein Kanal solltet ihr euch definitiv auch mal anschauen. Er fährt auch immer Weltklasse-Top-Zeiten, hat auch interessante Videos über Motec, wie das Ganze funktioniert, gestellt. Oder mein deutschsprachiger Kollege und Landsmann, der Michi Heuer, Weltklasse-Fahrer, einer der schnellsten überhaupt. Ich habe mit beiden gesprochen und gefragt, wie lange die gebraucht haben, in diese Zeiten, mit diesen Techniken, die ich euch gleich zeige, gebraucht haben, um an die Weltspitze zu kommen. Und beide haben sie dasselbe gesagt. Interessanterweise haben sie beide genau gute 6 Monate dafür gebraucht, um in diese Zeiten hineinzukommen. Aber worüber sprechen wir heute hier? Wir sprechen heute nicht über Setups, wir sprechen nicht über irgendwelche Hardware, sondern wir reden über den wesentlichsten Aspekt im Motorsport, die Fahrtechnik. Wie ihr eure Füße an der Pedale zu bedienen habt. Ich habe hier noch einen kleinen Geheimtipp. Hoffentlich kann man es gut erkennen. Technik des Rennfahrens von Ross Bentley. Ich schalte mal eben die Playlist aus, haben wir jetzt lang genug gesehen. Dafür schalte ich mal kurz hier rein. Ultimate Speed Secrets von Ross Bentley. Gibt es als App fürs E-Book. Ich habe es auf E-Book, also als App auf E-Book, und ich habe es hier als Buch. Ich halte es nochmal rein, sollte man bei eBay gebraucht noch für einen guten Kurs bekommen. Und ich will euch jetzt mal was sagen. Das Buch hat gut über 200 Seiten. Ich habe mir hier überall Marker hingeklebt. Das sieht man jetzt durch den Greenscreen leider nicht. Mit roten Markern habe ich den wichtigsten Punkt, so wie ich es herausverstanden habe, markiert. Und darüber geht es sich um das Thema Bremsen. Die allergrößte und wichtigste und beste Technik im Motorsport. Die Kunst, im Motorsport schnell zu sein. Die roten Marker, die ihr seht, umfassen über 1/3 des Buchs. Also der Mann spricht gefühlt in jedem dritten Satz in diesem Buch immer wieder über das Bremsen. Und Ross Bentleys Zitat ist auch in dem Buch: To be a champion, you need to be a weight manager. Das bedeutet, wenn ihr bremst, wisst ihr, neigt das Fahrzeug nach vorne. Wenn das Fahrzeug beschleunigt, neigt das Fahrzeug nach hinten. Und umso wichtiger ist es, alles so sanft und so ruhig wie möglich an der Pedale zu tun.
Wichtig ist, wenn ihr bremst, bremst direkt so stark und so hart wie möglich. Aber das große Geheimnis beim Schnellfahren ist, die Bremse langsam mit Gefühl zu lösen. Um das Gewicht in die Kurve langsam, ich halte es in die Kamera, Moment, langsam hinein zu transferieren, dass das Gewicht immer schön auf der Vorderachse bleibt und ihr genügend Gewicht auf der Vorderachse habt zum Einlenken. Ihr versteht, was ich meine? Und ab dem Apex solltet ihr schon anfangen, langsam wieder Drehzahl aufzubauen. Diesbezüglich habe ich auch mal 2 kleine Videos aufgenommen. Ich lasse sie auf Dauerschleife laufen. Break 1, Break 2. Wenn ihr die Bremse löst, nachdem ihr voll durchgetreten habt, den großen Zeh langsam nach hinten bewegen. Ich garantiere euch, die Bremse wird sich lösen. Und zwar ganz langsam, bis zu dem Punkt, wo euer großer Zeh sich nicht mehr bewegen kann. Dann sind wir ungefähr bei 50% Bremse. Dann geht es weiter über das Fußgelenk den Fuß lösen. Langsam, 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 langsam bis zu dem Punkt, wo ihr das Fußgelenk nicht mehr bewegen könnt. Dann seid ihr so bei ca. 5 bis 10% von der Bremse. Ist wichtig, das zu wissen. Denn diese 5% müsst ihr mit bis kurz vor dem Apex nehmen. Und wenn ihr an den Apex seid, sofort wieder sanft und geschmeidig auf das Gaspedal gehen, um die Drehzahl zu halten. Noch einmal. Ihr seht das Video. Gut, da trete ich voll durch. Ich ziehe nur den großen Zeh nach hinten. Dann, wenn ich den Zeh nicht bewegen kann, gehe ich über das Fußgelenk zurück. Wenn ich das Fußgelenk nicht mehr bewegen kann, benutze ich mein ganzes Bein, um den Rest 5% von der Bremse zu lösen. Genau das ist die ultimative Waffe, um im Motorsport schnell zu werden. Ich garantiere es euch, ich schwöre es euch. Guckt euch meine alten Videos, guckt euch meine alten Videos von vor 2 Jahren an, unterer Durchschnitt. Guckt euch meine jetzigen Videos mittlerweile an. Okay, ich bin jetzt bisher nur mit der Kleinklasse unterwegs, wie den M2 oder den BTCC, aber selbst da ist das schon verdammt schwer, solche Weltklasse-Zeiten zu erreichen. Ich habe, lasst mich nicht lügen, 4-5 Tage für die 49995 auf Nockel mit dem BMW M3 gebraucht. Das war die Hölle. Das war wirklich die Hölle, denn du hast so viele Lastenwechsel und Kurven in der Strecke, du hast gar keine Zeit zum Nachdenken. Und diese Technik, ich garantiere es euch nochmal, Pedale voll durchtreten, großer Zeh nach hinten, jetzt von der Seite, Fußgelenk langsam nach hinten, bis es nicht mehr geht und dann das ganze Bein zurückziehen. Nochmal, großer Zeh langsam zurück, dass ihr die Bremse löst, ungefähr bei 50%. Rest übers Fußgelenk, lösen, 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 lösen. Circa 5%. Das ist wichtig, diese 5% transferieren bis zum Apex und dann über das ganze Bein komplett lösen. Und in diesem Augenblick, bevor ihr schon von der Bremse weg seid, müsst ihr schon wieder auf dem Gas sein. Ihr müsst schon wieder auf dem Gas sein, aber nur ganz sanft, ein ganz kleiner Peak. Ungefähr, lasst mich nicht lügen, 5%, um die Drehzahl so schnell wie möglich und sauber aufzubauen. Wie sagt man doch so schön, die Drehzahl ist dein Freund. Wie lange habe ich dafür gebraucht, das hinzubekommen? Lass mich nicht lügen, ich war jetzt sehr lange dran, bestimmt 3 Monate und ich habe es immer noch nicht richtig verinnerlicht. Das müsst ihr der Wade, dem Wadenmuskel antrainieren. Und das geht nicht von heute auf morgen. Ihr setzt euch ins Auto und müsst euch erstmal nur auf euren Fuß konzentrieren. Das ist schwierig, natürlich. Es wird nicht von heute auf morgen funktionieren, dass du Weltklasse-Zeiten hinknallst. Nein. Du musst. Und wie habe ich das gemacht? Wenn ich manchmal von der Arbeit komme, ich bin zu müde, ich habe keinen Bock am Rück zu sitzen oder ich habe auch so keine Lust zu fahren. Aber zumindest schaltet R-Faktor 2 oder eure SIM ein, spielt keine Rolle. Geht in das Menü, wartet, ich schalte es mal aus. In diesem Fall jetzt R-Faktor 2, geht in das Menü. Schaltet euch den Monitor ein, ich bin ja über VR, deswegen sage ich das jetzt. Und ihr setzt euch dahin und übt 10 bis 20 Minuten jeden Tag sauber bremsen und bremsen lösen. Was habe ich von den Aliens gelernt?
Am Anfang so hart wie möglich, so stark wie möglich durchtreten und dann ganz sanft und sauber lösen. Nochmal, voll durchtreten, großen C lösen, 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 ungefähr 50%. Dann gehst du übers Fußgelenk, lösen, 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 lösen. Dann bist du bei 10 bis 5% und dann das ganze Bein wegziehen. Wenn du diese Technik beherrschst, ich garantiere dir, du wirst zur Weltelite gehören. Aber da gehört verdammt viel Training dazu. Das ist harte Arbeit. Wenn ihr dieses Niveau erreichen wollt, das geht nicht von heute auf morgen. Ich bin auch noch hart am Arbeiten. Ja, mit dem M2 Klappsport komme ich mittlerweile ganz gut unterwegs, komme ich ganz gut klar mittlerweile. Ist auch mein Tipp für euch, wenn ihr jetzt als Anfänger in R-Factor 2 reingeht. Es ist ein ganz besonderes Fahrzeug. Ich will jetzt keine Werbung hier machen, aber es wurde von Studio 397 mit BMW zusammen entwickelt. Von der Pike auf, vom Computer bis auf die Straße. Die haben sämtliche Daten gesammelt. Es gibt eigentlich kein detaillierteres Fahrzeug als den M2 in R-Factor 2. Und das spürst du auch auf der Straße, das spürst du im Feedback. Ich merke alles, was das Auto braucht, was das Auto will, wo es hin will, wo es sich hinbewegt. Und ob es jetzt für Anfänger wie dich ist oder für mich oder für Profis, die sich warm halten wollen mit solchen Fahrzeugen, denn sie haben null Aerodynamik, da geht es nur über den mechanischen Grip. Tut euch das an. Ich habe noch eine kleine Grafik eingebaut, um das Ganze auch für mich selber ein bisschen besser zu verstehen. Ich hoffe, ihr könnt damit auch was anfangen. Ich klicke das Ganze mal an. Und das Ganze fängt an mit der Kontrolle. Das sind drei wichtige Punkte, die wir jetzt besprechen müssen. Es fängt mit der Kontrolle an, geht mit der Führung weiter und hört mit der Bewegung auf. Aber was meine ich damit jetzt? Ganz einfach. Die Kontrolle läuft über den linken Fuß, die Führung, Lenkrad, spricht für sich selber und die Bewegung, rechter Fuß, Gas. Was ist der wichtigste Aspekt unter der ganzen Geschichte hier? Natürlich die Kontrolle. Wenn du keine Kontrolle hast, hast du keine richtige Führung. Wenn du keine richtige Führung hast, bewegst du dich auch nicht richtig. Linker Fuß bremsen, rechter Fuß Gas geben, Bewegung und die Hände führen. Und nochmal, der Mann weiß, wovon er spricht. Er war selbst Profi, er ist ein sehr, sehr erfolgreicher Fahrradtrainer weltweit. Viele Techniken, die er beigebracht hat, wurden weltweit im Motorsport übernommen von ihm. Ihr müsst euch das unbedingt mal durchlesen, das Buch. Hier geht es um nichts anderes als ums Fahren und Fahrtechnik. Kein Setup oder bla bla, das ist alles sekundär. Erstmal müssen wir lernen zu fahren. Das ist der wichtigste Aspekt in der ganzen Geschichte. So, jetzt nochmal das Allerwichtigste. Kontrolle, linker Fuß Bremse, du transferierst das Gewicht bis zum Scheitelpunkt in die Kurve. Ab dem Apex gehst du von der Bremse runter, langsam aufs Gas. Bewegung, beschleunigst das Fahrzeug aus der Kurve raus und führst es mit deinen Händen. Ich hoffe, ihr habt verstanden, worauf ich hinaus will. Ich mache die ganze Geschichte mal wieder aus. Und ich werde euch das Ganze jetzt nochmal demonstrieren. Mein Rig ist da drüben in der Ecke. Leider kann ich das jetzt nicht zeigen, meine Kamera ist hier fest, aber ich zeige euch das jetzt mal kurz. Voll durchtreten, lösen über den großen Zeh, dann mit dem Fußgelenk nach hinten bis zu dem Punkt, wo es nicht mehr geht und dann den ganzen Fuß zurückbewegen. Wenn ihr diese Technik verinnerlicht habt, ich garantiere euch, dann gehört ihr zur Weltspitze dabei. Ja, das ist so ein Thema, so ein Punkt, den hat euch bisher, glaube ich, noch nie jemand erzählt. Kann ich aber auch verstehen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite denke ich, wir als Community sollten uns gegenseitig pushen, helfen und gucken, dass wir nach vorne kommen. Und ich will es jetzt auch nicht zu lang in die Länge ziehen. Das waren meine 5 Cent dazu zum Thema schneller werden, wie du ein Alien werden kannst. Ich habe es mittlerweile geschafft, in diese Zeiten reinzukommen. Ich weiß, wovon ich rede. Und wenn ihr das, was ich euch da so gezeigt habe, übernehmt, seid ihr auch bald dabei. In dem Sinne, wenn es euch geholfen hat, wenn es nützlich war, das Video für euch, tut mir den Gefallen, abonniert meinen Kanal, liked meine Videos, verteilt sie und bis zum nächsten Mal.